Vor kurzem durfte ich euch in den Anno News das neue Straßensystem für Anno 117 Pax Romana vorstellen, welches euch erstmals in der Serie diagonales Bauen ermöglichen wird. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, Link oben im i&so. Dieses neue System hat aber noch weitere Auswirkungen auf das Spiel, welchen wir uns daher in den heutigen News widmen. Diese Anno News werden euch von Instant Gaming präsentiert, welche mit Banished auch den passenden Klassiker im Angebot haben, um die Zeit bis zum neuen Anno zu überbrücken. Wer auf der Suche nach einem guten Citybuilder ist, erhält hier für ca. 7,60 € ein echtes Highlight in diesem Bereich, an welchem sich praktisch fast alle Nachfolgetitel in diesem Genre orientierten. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Zurück in der Pax Romana nochmal eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir schon wissen. Anno 117 wird euch im Gegensatz zu allen früheren Titeln nicht nur im 90°-Winkel, sondern endlich zumindest im 45°-Winkel Straßen, Felder und Gebäude errichten lassen. Damit das funktioniert und so unkompliziert wie möglich vonstatten geht, reichen 2 Klicks für den Start- und Endpunkt, um eine Straße zu errichten. Außerdem orientieren sich Gebäude und Felder an diesen gebauten Wegen und docken dementsprechend automatisch an. Soweit so bekannt, und jetzt gehen wir noch weiter ins Detail. Wenn man das neue Anno mit Spielen wie Manor Lords vergleicht, kommt einem auch das neue System schnell als absolut veraltet vor. Und tatsächlich hat auch Ubisoft über ein rasterloses System nachgedacht und das Ganze sogar mit einem Prototypen getestet. Allerdings wäre man mit dieser Variante zu weit weg vom bekannten Spielprinzip gewesen und das liebevoll als Anno-Tetris getaufte System wäre es so nicht mehr möglich gewesen. Um hier also keine Veteranen der Serie zu vergraulen, hat man sich schließlich für den nun gewählten Kompromiss entschieden, der sich zudem optional komplett abschalten lässt, wodurch ihr dann, falls gewünscht, wieder exakt so wie in Anno 1800 baut. Am Beispiel von Farmfeldern lässt sich dieser Kompromiss gut im Positiven wie auch im Negativen darstellen. Zum einen schmiegen sich Felder an eine Straße, sodass ihr keine oder nur sehr wenig Anbaufläche verliert und so nach wie vor den letzten Quadratmillimeter ausschöpfen könnt. Sieht dafür aber im Umkehrschluss maximal nett aus. Oder wie der Annoholiker sagen würde, aufgeräumt. Und wenn wir schon über aufgeräumt sprechen, muss man noch ganz klar festhalten, ja, ihr erhaltet so deutlich mehr Gestaltungspotenzial, verliert aber definitiv an Bauplatz. Denn diagonal gebaute Gebäude, Straßen und Felder verbrauchen jeweils einen Teil der angrenzenden Kachel, die euch dann wiederum für das angrenzende Projekt fehlt oder den Übergang zu erneut 45° gedrehten Bauten erschwert. Im Grunde müsst ihr dann später selbst entscheiden, was euch wichtiger ist. Im Zweifel wird halt noch eine weitere Insel mehr erschlossen und dementsprechend weitere 100 Spielstunden in das Ding versenkt. Ja, ihr wisst schon, schlimm. 45° gedrehte Gebäude, welche übrigens immer mindestens 2 Kacheln breit sind, können aber je nach Position dazu führen, nicht exakt im Raster zu sitzen. Um hier unliebsame Verwerfungen zu vermeiden, schiebt Anno 117 eure Gebäude immer in die Mitte, wodurch wiederum zur Straße sogenannte Green Gaps entstehen könnten. Also Lücken in alle Richtungen und speziell vom Gebäude zur Straße selbst. Da das aber unter Umständen komisch aussehen würde, vergrößert Anno 117 die diagonalen Straßen in diesem Fall zum Gebäude hin automatisch und füllt entsprechend entstandene Lücken einfach automatisch auf. Der letzte Punkt für heute ist die Verbindung einer Straße zu einem Gebäude, denn auch hier ergeben sich durch die Diagonale zwangsweise neue Möglichkeiten. Wie in Anno 1800 und somit auch allen anderen Anno-Teilen muss eine Straße immer mit einem Gebäude verbunden sein. Durch die Diagonale reicht es jetzt aber, wenn die Straße am Gebäude vorbeiführt. Allerdings muss sie das Gebäude mit einer Halbkachel treffen. Ein Straßenende an einem Eckpunkt zum Gebäude reicht somit, wie auch in früheren Titeln, nicht aus. Könnt ihr mit dem Kompromiss so leben? Schaltet ihr das Ganze gar sofort instant ab? Oder hättet ihr lieber doch ein gridloses, modernes System bevorzugt? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Und sobald es weitere News zu Anno 117 gibt, erfahrt ihr es natürlich wie gewohnt hier in den Anno News in eurer Zocker Lounge. Bis zum nächsten Mal.